Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Camilla Heller, ich bin Programmkoordinatorin aus dem Forschungsprojekt SAFIR aus der Technischen Hochschule Ingolstadt. Wir sind heute zu Gast hier bei Dr. Rudolf Seising, der uns in den RARA-Raum des Deutschen Museums, der Bibliothek des Deutschen Museums eingeladen hat, um über die Geschichte der KI zu sprechen. Herr Dr. Seising, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns heute zu sprechen. Gerne. Sie sind ja Leiter des laufenden Forschungsprojektes IGGI, Ingenieurgeist und Geistesingenieure, genau. Und da befassen Sie sich mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz im Umfeld des deutschen Wissenschafts- und Innovationssystems. Können Sie uns da ein bisschen etwas über das Projekt erzählen? Und dann würde mich interessieren, wo denn für Sie so im Allgemeinen die Geschichte der KI beginnt. Ja, das Projekt selber beschäftigt sich mit der KI-Geschichte in Deutschland. Das beginnt man kann sagen, in den späten 60er Jahren, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber um auf die zweite Frage zuerst zu antworten, also KI, was bedeutet das eigentlich? Wir beobachten ja zum Beispiel Menschen und wenn die Menschen etwas tun, sagen wir manchmal, das ist intelligent. Wenn wir jetzt dasselbe bei Maschinen oder anderen Apparaten beobachten, dann sagen wir, das ist auch intelligent, aber das ist ja kein Mensch, also künstliche Intelligenz. Daher kommt eigentlich der Name. Wenn man das so versteht, dann beginnt das eigentlich sehr früh, denn dann könnte man auch sagen, dass schon die ersten Uhren oder die ersten Wassersysteme, zum Beispiel bei Springbrunnen, dass das auch schon Intelligenz ist. Das hat man aber wahrscheinlich nie so genannt, weil dieser Name einfach nicht existierte in früheren Zeiten. Aber jetzt, wo man über Intelligenz nachgedacht hat im 20. Jahrhundert, hat man dann gedacht, gut, wenn da kein Mensch dabei ist, aber wenn ein Mensch das tun würde, dann wäre es intelligent oder wir würden es intelligent nennen. Also nennen wir das, was die Maschine tut, auch intelligent, aber eben künstlich intelligent. Okay. Zu meinem Projekt, zu dem Projekt IGI, KI in Deutschland, ist noch zu sagen, das haben wir also vor 3 Jahren beantragt, weil wir gesehen haben, dass es eigentlich da noch nicht sehr viel gibt. Es gibt einige Arbeiten über die Geschichte, aber auch nicht von Wissenschaftshistorikern behandelt und wir sind damit erfolgreich gewesen mit dem Antrag und machen jetzt seit 2 Jahren dieses Projekt. Da gehen wir natürlich in Archive und gucken, wie das damals war, so angefangen 60er Jahre. Und das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir halt auch die noch lebenden Pioniere der künstlichen Intelligenzentwicklung interviewen. Das war im letzten Jahr mit Corona nicht so einfach, aber jetzt geht es langsam wieder los. Gut, sehr schön. Die Bezeichnung künstliche Intelligenz ist ja heutzutage auch in aller Munde. Woher stammt diese denn und wo wurde die zum ersten Mal verwendet? Der Name künstliche Intelligenz, eigentlich im Englischen Artificial Intelligence, kommt aus den USA. Das war 1965. Da hat der schon sehr bekannte Elektrotechniker und Mathematiker Shannon zusammen mit einem jüngeren Mann namens McCarthy, John McCarthy, der dann später natürlich sehr berühmt geworden ist, im Dartmouth College in Hanover, in New Hampshire, in den Vereinigten Staaten eben einen Antrag geschrieben, 1955 war das, an die Rockefeller Foundation. Und er wollte halt, und da fiel dann der Name Artificial Intelligence betrachten. Das war eine sehr interdisziplinäre Sache. Sie haben nicht nur Techniker, nicht nur Mathematiker, sondern auch Philosophen, Psychologen einladen wollen und dann gemeinsam 8 Wochen darüber zu sprechen, was denn eigentlich Maschinen tun würden, wenn man sie intelligent nennt. Und haben also, wie es im Antrag steht, alle Aspekte des Denkens und des Lernens bei Maschinen betrachten wollen. Also da kommt dieser Bezeichnung künstliche Intelligenz eigentlich her. Okay. Und wenn wir jetzt unser Verständnis mit dem Verständnis der Wissenschaftler vergleichen wollen würden, wo wäre denn da der Unterschied Ihrer Meinung nach? Die Frage ist natürlich, wie man überhaupt künstliche Intelligenz definieren möchte. Und das ist nicht ganz einfach, weil schon der Begriff der Intelligenz nicht definiert ist, jedenfalls nicht allgemein definiert ist. Also wenn Sie verschiedene Leute fragen, was ist Intelligenz, dann kriegen Sie verschiedene Antworten. Psychologen würden da anders dran gehen als Philosophen, zum Teil auch unterschiedlich in den eigenen Fachrichtungen. Wenn wir auf das Dartmouth-Treffen nochmal zurückgehen, da ist also die Definition von Minsky gewesen, eben wie ich eben schon sagte, wenn Sie etwas beobachten, das beim Menschen Intelligenz erfordern würde und das aber eine Maschine macht, dann nennen wir wohl das künstliche Intelligenz. Das heißt, es geht eigentlich um eine Simulation, um eine Imitation. Wir imitieren Intelligenz mit Hilfe von Maschinen oder in Maschinen. Und jetzt ist die Frage, was soll denn da eigentlich imitiert werden? Das, was Menschen tun
oder das, was man denkt, was Menschen tun, wenn sie rational, also vernünftig sind. Und nicht nur das Tun, sondern auch das Denken. Das heißt, es gibt eigentlich viele Möglichkeiten, künstliche Intelligenz zu definieren. Simulation von menschlichem Denken, Simulation von rationalem Denken oder Simulation von menschlichem Handeln oder Simulation von rationalem Handeln. Das könnte man alles künstliche Intelligenz nennen und je nachdem, wen Sie fragen, bekommen Sie da verschiedene Antworten. Für uns, oder nicht für uns, aber für Leute, die nicht Wissenschaftler auf diesem Gebiet sind, zeigt sich das ein bisschen anders. Man macht sich solche Gedanken nicht normalerweise, sondern man ist sehr stark geprägt von dem, was in der Science Fiction künstliche Intelligenz ist. Also da geht es dann manchmal sofort, da wird überhaupt nicht hinterfragt, ob die Maschinen wirklich denken können, sondern man geht davon aus, dass sie denken können bzw. intelligent sind und hinterfragt das nicht. Und da kommen sehr viele Missverständnisse natürlich auf und zum Teil auch sehr viele Ängste. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Künstliche Intelligenz ist ja doch ein Thema, was auf der ganzen Welt, also die ganze Welt befasst sich mit diesem Thema. Deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, hat sie sich denn in den verschiedenen Staaten unterschiedlich entwickelt oder hat sie auch zu anderen Zeiten begonnen? Kann man das irgendwie sagen? Das ist natürlich hängt natürlich auch wieder an dem Begriff Intelligenz bzw. künstliche Intelligenz. Es gibt natürlich Entwicklungen, die sind viel früher als 1956, als man diesen Begriff geprägt hat. Es gibt die sozusagen Überwissenschaft der Kybernetik schon viel früher, das ist von Norbert Wiener 1948, 49 schon eingeführt. Da ging es auch schon darum zu gucken, gibt es Analogien zwischen lebenden Systemen und technischen Systemen. Kann man sehen, dass da etwas ähnlich funktioniert. Und das könnte man als Vorläufer der künstlichen Intelligenz sehen. In Amerika gab es da sehr viele interdisziplinäre Tagungen, die Macy-Tagungen zum Beispiel. Da gab es auch schon Zusammentreffen von Leuten, die sowas wie Informatik gemacht haben, Elektrotechnikern, Psychologen, Soziologen, die haben sich da getroffen. Das war von Anfang an sehr viel interdisziplinärer. Und so ein interdisziplinäres Treffen war dann eben auch dieser Dartmouth, diese Summer School, von der ich eben gesprochen habe. Man kann aber schon weiter zurückgehen. In England gab es zum Beispiel Alan Turing. Alan Turing hat schon 1950 einen Artikel geschrieben, da ging es um Computing, Machinery and Intelligence. Das heißt, er hat schon den Computer mit dem Begriff Intelligenz viel früher zusammengebracht und hat auch schon die Frage gestellt, können Maschinen denken? Hat die Frage dann nicht beantwortet, sondern das sogenannte Imitationsspiel begründet in diesem Text. Aber man kann also auch die Geschichte der künstlichen Intelligenz schon da beginnen lassen. Und wenn ich jetzt auf Deutschland komme, da passiert das Ganze etwa 10 Jahre später, dass man sich um künstliche Intelligenz kümmert. Aber was wir in unserem Projekt sehen, ist halt, dass es da sehr viele verschiedene Geschichten gibt. Es sind also nicht Leute, die sagen, wir machen hier künstliche Intelligenz in den ersten 70er Jahren, sondern es sind Leute aus der Linguistik, aus der Physik, aus der Elektrotechnik, die machen Mustererkennung, die machen linguistische Datenverarbeitung und irgendwann kommt dann der Punkt, wo sie sagen, das hat ja was mit künstlicher Intelligenz zu tun und sie kommen dann zusammen und gründen dann praktisch auch eine deutsche künstliche Intelligenzforschung. Also dass man sagen muss, also manchmal passiert es von Anfang an interdisziplinär, manchmal ist es so, dass man sich erst findet und eigentlich aus anderen Entwicklungssträngen kommt. Okay. Jetzt sind wir von der Technischen Hochschule Ingolstadt sehr stark in der Mobilitätsforschung. Deswegen würde uns natürlich interessieren, wann die Künstliche Intelligenz das erste Mal in der Mobilität verwendet wurde. Ja, auch da muss man ja wieder gucken, was heißt da künstliche Intelligenz. Man kann natürlich sagen, schon das Fahrrad hat wahrscheinlich für jemanden, der das vorher nicht gesehen hat, irgendwas ist ja Intelligenz drin, dass man da mit diesen Zahnrädern und Übersetzungen arbeiten kann. Oder nehmen Sie die Lokomotive oder das Auto. Aber beim Auto, darauf wollen Sie ja wahrscheinlich hinaus, das autonome Fahren von Autos. Das ist ganz interessant, weil wir der Meinung sind, dass hier in Deutschland da eine sehr frühe Entwicklung ist. Die ist vom Professor Dickmanns hier an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg gestartet worden. Da gab es also das Prometheus-Projekt, ein großes Projekt, und in diesem Projekt hat Professor Dickmanns mit seinen Leuten schon sehr früh selbstfahrende Autos entwickelt, und die sind also auch auf der Autobahn kilometerweit, also mehrere hunderte Kilometer weit gefahren. Es gibt auch eine Entwicklung, von der wir wissen hier in Deutschland, das ist Professor Nagel in Hamburg gewesen, der
auch mit den Automobilen sehr früh gearbeitet hat, aber mehr im Bereich der Bildverarbeitung, der sich halt Situationen auf Straßenkreuzungen angeguckt hat und dann halt mit Bilderkennung schon sagen konnte, das Auto ist ein Auto und fährt jetzt darum, das ist ein Taxi und so weiter. Also ich würde sagen, was die deutsche Entwicklung angeht, ist das sehr früh hier in Neubiberg und Hamburg schon gewesen. Sehr gut. Jetzt haben wir sehr viel über die Geschichte der Künstlichen Intelligenz gesprochen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wo sehen Sie denn die Zukunft der Künstlichen Intelligenz? Wo führt die uns denn noch hin? Ja, auch da würde ich sagen, künstliche Intelligenz ist immer das, was an technischen Entwicklungen gestartet ist, was man vorher nicht kannte. Da sagt man sehr schnell, es ist künstliche Intelligenz. Wir würden heute natürlich einen Personal Computer nicht mehr KI nennen, aber zu der damaligen Zeit hat man das eben intelligent genannt. Das intelligente Haus, kann ich mich erinnern, in den 90er Jahren, das war auch sowas. Diese ganze Entwicklung, die wir betrachten, also auch die amerikanische, von der ich eben erzählte, und auch die deutsche, die wir jetzt in unserem Projekt betrachten, das ist ja sogenannte alte künstliche Intelligenz. Das ist alles nicht mehr das, was man heute unter künstlicher Intelligenz versteht. Wenn man heute von KI redet, dann meint man meistens Machine Learning, also maschinelles Lernen, Data Mining, Big Data, Algorithmik. Das ist ja nicht das, was damals in den 70er, 80er Jahren entwickelt wurde. In den 80er Jahren vor allem hat man wahrscheinlich an Expertensysteme gedacht. Das heißt, es gibt da zeitliche Unterschiede, was man jeweils künstliche Intelligenz genannt hat. Wenn man heute eben künstliche Intelligenz, wenn man daran denkt, dann geht es sehr viel um große Daten und es geht um Algorithmen, die halt aufgrund von Mustererkennung, von Durchforsten von riesigen Datenmengen zu Ergebnissen kommen, die wir gar nicht nachprüfen können, wo wir gar nicht wissen, wie ist es zustande gekommen, dieses Ergebnis. Und ich denke eigentlich, die Entwicklung oder die Zukunft der künstlichen Intelligenz muss darin liegen, dass man diese beiden Entwicklungen wieder miteinander verbindet. Dass man also das, was heute Machine Learning oder Data Mining genannt wird, mit dem verbindet, was man früher entwickelt hat. Und ich denke mal, da liegt eigentlich auch die Zukunft. Beide für sich führen, glaube ich, nicht weiter. Okay, gut. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Dann bleibt mir an dieser Stelle nochmal, mich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie uns hier im Radarraum, in diesem wunderschönen Radarraum begrüßt haben und auch empfangen haben, wo ja doch so viel Geschichte zusammenkommt. Und auch an Sie, liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie auf jeden Fall gespannt. Es folgen weitere Videos zum Thema KI aus unserer Baselnet-Interviewreihe. Und Mitte November findet auch unsere KI-Wissenschaftswoche an der TH Ingolstadt statt mit spannenden Veranstaltungen, bei denen wir Sie gerne begrüßen würden. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss!